Trotz einem landesweiten Lockdown sind wir aus Konya losgereist in Richtung Kappadokien und haben mit dem Ilara Valley das erste Highlight besuchen. Ja, es ist Samstag, kurz vor dem 11 Uhr. Wir fahren aus Konya raus. Ja, das ist der landesweite Lockdown. Und wie ihr seht, ist wirklich tote Hose. So, nach über 90 Kilometern haben wir jetzt unser Abendziel in diesem Sinne erreicht und einen Campingplatz gefunden. Ist nicht ganz einfach gewesen. Ihr seht hier, man hat nicht gerade die Qual der Wahl mit schönen Bäumen, wo man sich verstecken kann. Und da hinten um die Ecke ist die Hauptstrasse. Und dann haben wir hier die Betonmauer gefunden und gefunden, da hinten dran können wir unser Zelt aufstellen. Hat zwar dort hinten noch einen Bauernhof, aber das Haus ist auf die andere Seite raus. Und darum haben wir gedacht, können wir hier bleiben. Ja, die Landschaft hat sich komplett geändert seit Konya. Es ist jetzt wirklich so, wie man sich Anatolien vorstellt. So fast präriemässig, wirklich teilweise Topf. Eben keine Bäume mehr, fast kein Büsch. Wie hat es dir gefallen heute, die Landschaft? Ja, es war ein bisschen eintönig, aber es ist halt sehr speziell für uns Schweizer. Wir sind uns halt immer Hügel gewöhnt und da hat es teilweise gar keine Hügel mehr. Also wenn man jetzt hier schaut, es ist mehr oder weniger flach. Ebene. Ja, es ist fast ein Vorbote dann von Zentralasien, Kasachstan und dem, was uns dort erwartet vielleicht. Ja, und wir haben Hunger und jetzt ist es gerade so weit. Und heute Abend gibt es Ja, Pilz, Lauch-Rahmsauce mit Penne. Yes. Ja. Und eines von diesen wenigen Bier, die wir nachher ergattern können in Konya. Genau. Ja. Und jetzt geniessen wir hier den Abend und schauen dann den Sonnenuntergang an. Wir sind hier in Sultanhani, ehemalig einmal die grösste Karawanserei von ganz Kleinasien. Und ja, wir haben sie gefunden. Ja. Und obwohl wir noch in der Türkei sind, befinden wir uns auf der alten Seidenstrasse. Und auch hier hat es alle 30 bis 40 Kilometer Karawanserei gehabt, was einer Tagesetappe von einem Kamel entspricht. Jeder Karawanserei hat einen Innenraum und dann abgeschlossene Räume. Den Innenraum, also hier jetzt zum Beispiel, hat man mehr im Sommer benutzt und die abgeschlossenen Räume auf der Seite dann mehr im Winter. Jede Karawanserei hat einen Ort für Tiere, wo dann auch ein Hufschmied war und ein Pferd neu beschlagen hat zum Beispiel, also die Huf. Und in der Mitte von dem Innenraum hat es meistens eine Moschee gehabt. Das hat auch dazu gehört. Das heisst, jeder Karawanserei hat immer sicher einen Imam gehabt, einen Hufschmied, einen Veterinär und natürlich auch Köche. Und dort konnte man auch essen und sich duschen. Es hatte Toiletten gehabt und natürlich ein Schlafzimmer. Also ja, ein Truckstop von der früheren Zeit sozusagen. Ja, wir sind auf der Suche nach einem Campingplatz. So, jetzt sind wir an diesem schönen Ort hier, sind wir am Zmörgeln. Und wir haben heute einen mega Morgen
zum Anbieten. Sicher mal Müsli mit Joghurt. Dann haben wir noch ein Reste vom Couscous-Gericht von gestern. Und dann gibt es noch Brot mit Käse. Wow. Und Datteln haben wir auch schon gehabt. Verschiedene. Und Kaffee natürlich, ja. Ja, und nach 2 strengen Tagesetappen. Die letzten Tage haben wir es heute ein bisschen gemütlicher. Es sind um die 20 Kilometer, je nachdem, wie weit wir fahren. Ja, falls ihr uns amigs fragt, wie wir duschen oder uns ein bisschen sauber machen, wenn wir wild zelten. Einerseits gibt es die Lumpendusche, wo wir einfach den Lumpen nass machen mit dem Wasser von der Flasche und uns so halt ein bisschen Katzenwäsche machen. Und andererseits, wenn es der Platz erlaubt, haben wir unsere mobile Dusche. Und das ist so ein Seesack von Situs Summit mit so einer Duschschraube drin. Ja, dann kann man den aufmachen und dann hat man hier eine Dusche. Und im besten Fall leitet man den Sack noch ein bisschen an die Wärme. Ja, das war jetzt gestern nicht möglich, aber es war schon dunkel, als wir da duschen. Gestern haben wir im Dunkeln duschen, dafür hat uns hoffentlich niemand gesehen, weil heute Morgen da schon wieder Hirten unterwegs waren. Ja, auf dieser Wiese wimmelt es von zentralasiatischen Ziesel. Die sind verwandt mit Eichhörnchen, aber sehen ein bisschen aus wie Erdmännchen und machen auch so, stellen sich auf die Hinterbeine zum Umschauen. Und überall auf der Wiese sieht man sie aus ihren Bauten rausschauen. Und die haben teilweise wirklich mehrere Meter tiefe Gänge graben. Und das Lustige ist, die haben nicht nur ein Plätzchen, wo sie schlafen, sondern in diesen Höhlen haben sie auch ein Badzimmer, wo sie ihre Geschäfte verrichten und einen Ort, wo sie den Vorrat sammeln für den Winter. Und die haben jetzt bis vor kurzem Winterschlaf gehalten. Und zum Glück sind sie tagaktiv und so können wir sie sehen. Dann sich auch mit Pfeiftönen verständigen und dann andere warnen, dass wir jetzt eben da sind, die bösen Velofahrer. Ja. Sehr amüsant und ja, die ganzen Infos haben wir gegoogelt. Wir haben zuerst gemeint, das sind Erdmännchen. Merhaba. Wir haben den Ort nur per Zufall entdeckt am Strassenrand. Wir haben nichts von dem gelesen und findest im Internet auch fast nichts. Ja. Es ist mega spannend. Das ist jetzt im Dorf Kisilkaya. Und oben sieht es auch aus, als hätten die Leute gewohnt irgendwie oder Gräber gehabt. Wenn es Leute wäre, wären es Gräber. Ja. Ja, unser Hausarchitekt Dario Resegatti ist jetzt bei uns und er erklärt uns jetzt, wie man früher hier gewohnt hat. Ja, also es ist noch erstaunlich. Sie haben ja hier begrünte Dächer gemacht. Und zwar ist das ein sommerlicher Wärmeschutz, oder? Da hat man natürlich eine Schicht Erde drauf und dann noch Vegetationsschicht, wo Wasser verdunstet, wenn die Sonne drauf scheint. Und das kühlt natürlich das Gebäude ab. Das ist natürlich sehr clever. Also ich denke, hier innen war sicher ein recht angenehmes Klima gewesen. Und aus welchem Material sind die Häuser gebaut worden? Ja, Stein mit Lehm, oder? Wir haben hier dann einfach Stroh mit Lehm gemischt und dann das zerstampft und mit Stein vermengt. Irgendwie. So sieht es zumindest aus für mich. Und dann hier oben ganz viele Holzbalken gemacht, weil natürlich oben dran ein bisschen Gewicht drauf ist mit der Erdenschicht. Hat es ein bisschen mehr Balken gebraucht. Und dann irgendwie so gewogene Schilfmatten oder irgend so etwas haben sie oben drüber gelegt. Und dann siehst du also im Haus da unten sieht man es ein bisschen. Und dann gibt es einfach eine Erdschicht drauf. Vielen Dank für die Erläuterungen, Herr Resegatti. Gerne schön. Und was uns auch noch aufgefallen ist, die verschiedensten modernen Graffitis, die sich die Leute hier darstellen. Hat hier der Doan hat seine ganze Familie angetan. Und alle Personen hier, die man sieht, sind so im 80er-Stil dargestellt. Das hat jetzt noch Schulterpolster. Und da oben steht Bukis Kim. Wer ist dieses Mädchen? Ja, bleibt wahrscheinlich ein Mysterium, ob man sie jemals gefunden hat mit dieser Zeichnung. Das ist das Museum von der Hatice, eine Frau, die uns hier abgeholt hat in Kisilkaya und uns in ihr Museum geführt hat. Wir haben gedacht, es geht zu der neolithischen Ausgrabung, aber ich glaube, das ist einfach ein Museum von ihrer Privatsammlung. 200 sene. 200. Kaç yaşındasın? 200 Jahre. Okay. Kaç yaşındasın? 200 sene. 200 senelik buralar. Ah, Aha. vor 200 Jahren, ja. Okay. Tamam. Güneşten oraya buralar mı? Güneşten buralar mı? Güneşten. Hadi aşağı. Und jetzt vor... Das ist Mutfahrt.
Ekmek. Ekmek. ja, evet, gözleme. Ekmek. Hayır gözleme. Gözleme. Ekmek Fisiri. Wow. Ja, das sieht man, dass da gekocht Ja. worden ist. Ja, also ihre Eltern haben hier gelebt, also ich nehme an, vor 200 Jahren, also Grosseltern. Ja, ihre Ja. Vorfahren. Ja. Ja, wir sind hier im Kloster von Selime. Das ist im Ilara Valley, am Anfang von dem Tal. Und es ist ein Kloster aus dem 9. Jahrhundert. Ja, und das ist dann mit der Start von unserer Kappadokien-Reise, das erste, was wir hier besichtigen. Mit dieser spektakulären Landschaft. Und das ist so ein bisschen ein Vorbote von dem, was uns wahrscheinlich noch wird erwarten dann in Göreme oben. Ja. Im Kloster haben die Mönche gelebt. Es hat eine Basilika, eine Kirche, eine Kapelle und auch eine Küche mit Rauchabzug. Sehr, sehr eindrücklich. Ist alles in den weichen Tuffstein gehauen und völlig organische Formen. Ja. Wirklich irgendwie überwältigend. Sehr speziell. Guten Morgen aus dem Ilara Valley. Ja, wir sind hier schön am Fluss am Zelten. Wir sind im Dorf Belishirma, eigentlich in der Mitte vom ganzen Tal, das 14 Kilometer lang ist, 150 Meter tief. Genau. Wir sind hier gestern runtergefahren und haben hier hinter einem Restaurant unser Zelt aufstellen. Gerade am Fluss, mega Ja. entspannend. Ja, aber jetzt geht es für uns mal durchs Ilara Valley. Wir nehmen hier mit. Genau, jetzt wandern wir Richtung Ilara und kombinieren das mit dem Praktischen kombinieren und versuchen dort einen Laden zu finden. Und dann wandern wir wieder zurück. This tank is running out of fuel. With growing holes in my shoes. There are things to be done. And I will try my best to tackle one. Ja, und das ist ein typisches Erlebnis im Ilara Valley, dass man auf diesen schönen Plattformen kann sitzen und auf den Fluss schauen und etwas trinken oder essen. Und das ist jetzt sogar während der Corona-Zeit möglich. Aber bis jetzt haben wir noch keine anderen Besucher gesehen. Nur sehr viele Enten. It's hard to breathe, Mrs. Misery. It's not what you saw, it is what you see. Ja, insgesamt hat es im Ilara Valley über 105 Kirchen. Nicht alle sind zugänglich oder überhaupt interessant und ein paar sind von den ganzen Felsen zugeschüttet worden. Und Kokar Kilisi, Kokar Church, ist unsere letzte für heute. Wir haben jetzt einige besucht. Und es ist wirklich noch überall bemalt mit Fresken. So schön. Ja, der Besuch vom ganzen Tal war total eindrücklich. Wir sind jetzt von Belishirma bis auf Ilara gelaufen, haben dort etwas zu Mittag gegessen und noch ein bisschen Snacks gekauft und wandern jetzt wieder zurück dort, wo wir das Zelt haben. Wir haben ein paar russische Touristengruppen getroffen. Die begehen aber nur einen kleinen Teil vom Weg. Und dann haben wir noch 2 andere Reisende getroffen, die für das Jahr am Reisen sind aus Deutschland. Mit einem Campervan und auch sehr spannend war, mit ihnen ein bisschen zu reden und ein bisschen Gleichgesinnte zu treffen. Ja, aber den ganzen Tag wirklich sehr, sehr eindrücklich, das ganze Tal hier. Die Mischung von diesen verschiedenen Kirchen, den Fresken und einfach auch die Natur. Ja, wir sind auf dem zweiten Teil vom Ilara Valley.
am Wandern Richtung Selime. Genau, wir haben uns entschieden, heute in die andere Richtung zu laufen und ich glaube, da hat es jetzt gar keine Gäste mehr. Ja, wir sind weit und breit die Einzigen, bis auf die Frösche da hinten. Und eben, es ist ja hier wunderschön. Ganz eine andere Landschaft. Das Tal ist viel weiter, irgendwie lieblicher. Und aus irgendeinem Grund hat es keine Felsenkillen mehr. You look down, though I said, we got a lot of miles ahead. Ja, wir sind hier am Erkunden von irgendwelchen Höhlen. Und dieser ist hier am Aufklettern. Oh, yes! Was für ein cooler Raum das ist. Also wir sind hier hinten reingekommen, durch den Gang. Und jetzt gehen wir hier weiter in den nächsten Gang. Das ist mega ausgebaut. Ja, mega. Und vor allem, du musst mal blicken. Ja, der ist angenehm. Wow, schau dir das an. Wow. Jetzt sind wir in dem Fensterchen, das wir vorher gemeint haben. Da haben wir auf der Welle. Ja, da haben wir hinwählen. Yes. Aber das ist glaube ich die Endstation, ne? Vom Ilara Valley hier raufgekämpft. Es ist gefühlt so steil hochgegangen. Mindestens. Da haben wir noch letzte Kille. Gern. Ja, eine von 105 in diesem Tal. Ja, und letzte Nacht sind wir kurz vor dem Einschlafen, um 11 Uhr in der Nacht, sind wir nochmal geweckt worden von der Polizei. Wir waren hier auf einem Camping, offiziell. Und sie haben unsere Ausweise gesehen und dann sind sie wieder gegangen. Mega komisch. Wir wissen nicht wieso. Da vorne geht es eben in die Untergrundstadt von Güseljurt, die man betreten kann. Und zwar geht es immer tiefer in den Felsen und ab durch das Loch in den nächsten Raum. Bist du klaustrophobisch? Nein. Dann kommt man da unten in so einen Raum. Ja, und weiter geht es durch das nächste Loch im Boden. Ich weiss nicht, ob das so gedacht ist, es hat irgendwie nichts angeschrieben. Es hat aber auch sonst nie irgendeinen Ort, wo man hinkommt, noch weiter. Darum probieren wir es mal aus. Es geht relativ easy im Fall. Okay. Kannst du mir da so kommen? Es ist einfach breitbeinig anstehen. Ja, das ist auf beiden Seiten eine Mulde, kannst du reinstehen. Das geht eigentlich recht easy. Und jetzt steht sogar noch Griff, um dich zu heben. Uiuiui, und welchen Gang muss ich nehmen? Geradeaus. Hallo. Oh shit, da hochklettern wieder. Uiuiui. Es ist mega niedrig. Schaffst du? Willst du mir die Tasche angeben? Mega gerne. Es ist schon leicht unheimlich, das Ganze. Ja, es ist definitiv nicht unheimlich. Vor allem, wenn es da oben noch nicht dunkel wird. Nicht für Leute mit eingeschränkter Mobilität. Jetzt mache ich hier mal Licht. Blair Witch Project. Und kehre mich einmal um. Uiuiui. Wo geht es so weiter? Da geht es weiter. Da geht es Willst du, oder kannst du die Kamera nehmen? Ah, da wird es wieder heller. Ja. Das ist die erste Untergrundstadt. Ein Erlebnis. So, das ist die Panoramasicht auf Güseljurt. Da unten ist die kleine Hagia Sophia, die Kirchenmoschee mit dem Minarett nebenzu. Die Untergrundstätte,
wo man früher gewohnt hat. Der alte Teil von Güseljurt und dann die oberste Schicht sind die Wohnungen, wo die Leute jetzt leben. Und unsere Unterkunft ist irgendwo dort vis-à-vis. Und da ist der Dario. Genau. Ja, heute am Sonntag, am 9. Mai, ist das Wetter nicht wirklich schön. Und weil unsere Unterkunft wirklich sehr günstig ist, hier in der kappadokischen Höhle in Güseljurt, haben wir uns entschieden, einen Tag länger zu bleiben und dafür heute ein bisschen Video zu schneiden und zu arbeiten. Ja, und unser aktueller Arbeitsplatz sieht so aus. Da haben wir den Pascha auf dem Bett. Und was bist du gerade am machen? Ich bin gerade eine türkische Band am Anschreiben, die wir für Videos brauchen. Musik. Genau, wir fragen alle Bands immer persönlich, ob wir ihre Lieder dürfen verwenden. Ist ein riesen Aufwand, aber ja, als Musikfan lohnt sich das für uns eigentlich und wir können immer wieder spannende Musik entdecken. Guten Morgen, nach ein paar Tagen Pause, die wir geschafft haben in Güseljurt, geht es heute weiter durch Kappadokien, aber nicht bevor wir noch zum besten Bäck gehen, den wir seit langem gesehen haben. Und zwar der Gelveri Görög Firini. Und da gibt es wahnsinnig leckere Brot, wo der Dario jetzt gerade eins wird holen gehen. Und erfolgreich gewesen? Ja, natürlich. Zeig mal die feinen Brot. Ja, wir sind unsere Brot wieder losgeworden. Er holt jetzt neue, warme. Ja, wir dürfen nicht mit diesem Brot los, er muss unbedingt noch kurz warme für uns machen. Sıcak. Kahvaltı. Sıcak açık kahvaltı. Schon gut, hast du gehört, Karim? Ja. Ja, wow. Oh, wow. Perfekt. Doch, das ist gut. Und wenn es von Güseljurt aus nicht weit wäre, ins Zentrum von Kappadokien, haben wir uns entschieden, zuerst noch einen kleinen Umweg zu machen. Und zwar in Aladalar Nationalpark. Mehr davon im nächsten Video. It's not what you saw, it is what you see.